Moin moin und herzlich willkommen bei Century. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, gleich mal vorab, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast und dir meine Videos zusagen und du mich unterstützen möchtest, ja, dann hinterlasse mir doch einfach ein Abo und vor allem aktiviere die Glocke, denn nur so bleibst du auf dem Laufenden und wirst auch informiert, sobald ein neues Video von mir online geht. Ich würde mich wirklich freuen. Danke für deine Unterstützung. So, für das heutige Thema habe ich mir Folgendes überlegt. Ich stelle euch die beiden beliebten Parfums der Marke Louis Vuitton gegenüber. Zur Linken einmal das ganz neue Release, City of Stars. Da auch gleich eine kurze Info. Ich habe dieses Parfum schon sehr ausführlich vorgestellt. Ich blende euch mal das Video ein. Und zur Rechten haben wir dann, ja, das sehr, sehr beliebte Parfum Afternoon Swim. Da folgt jetzt demnächst auch nochmal ein ausführliches Review. Und in dem heutigen Video möchte ich auch gar nicht so komplex auf das jeweilige Parfum eingehen, sondern es soll hier, wie gesagt, um so eine kleine Gegenüberstellung gehen. Und ich teile euch auch mit, welches Parfum ich persönlich bevorzuge. So, trotzdem stelle ich euch nochmal ganz kurz die Flakons vor. Das Design ist immer mehr oder weniger das gleiche. Ein sehr hochwertiges Glas, tolles Design. Mich spricht es persönlich sehr an. Und wir haben wie immer den Magnetdeckel, die Magnetkappe. Die Sprüher sind auch immer große Klasse. Da kann man absolut nichts sagen. Hier haben wir dann nochmal City of Stars. Und auch hier natürlich den tollen Magnetdeckel. So, die Verpackung zeige ich euch jetzt mal nicht. Die seht ihr ja hier mehr oder weniger auf der linken und auf der rechten Seite. Ja, womit fange ich an? Am besten mit meinem persönlichen Favoriten. Das ist zur rechten Afternoon Swim. Es ist übrigens ein Release aus dem Jahre 2019. Wie riecht es? Es ist sehr frisch. Es ist für mich ein Mix aus Orange und Mandarine. Stellt euch ja eine frisch gepresste Orange vor. Darauf gibt es noch eine frisch gepresste Mandarine. Und das Glas wird dann quasi mit Sprudelwasser oder mit Champagner aufgegossen. So riecht es für mich. Sehr orangig, sehr mandarinig und das Ganze wird noch mit so einer prickelnden Note unterlegt. Ja, wie gesagt, könnte man eben so vergleichen, indem man sich dann dieses Fruchtgetränk mit Sprudelwasser aufkippt oder so einen Schuss Champagner reinkippt. So riecht es für mich. Es ist sehr, sehr beliebt. Was tatsächlich oftmals bemängelt wird, ist die Haltbarkeit. Ja, durchaus. Es hält nur 5 bis 6 Stunden auf der Haut. Das muss man aber eben wissen, wenn man sich so frische Parfums zulegt. Und das Ganze kann man auch so ein bisschen umgehen, indem man sich die Klamotten einsprüht. Ich sage es immer wieder, die Klamotten einzusprühen ist ein Performance-Boost. Man bekommt die eine oder andere Stunde mehr an Haltbarkeit. Die Sillage ist dadurch auch präsenter. Ja, gerade so Zitrus, frische Düfte halten und haften einfach auf Klamotten besser als auf der Haut. Die Haut saugt zitrische Duftnoten teilweise auf. Es verpufft dann teilweise auf der Haut. Und wie gesagt, das umgeht man halt, indem man sich die Klamotten einsprüht. So von Kommentaren, Bewertungen wie zum Beispiel, es hält nur 1, 2 Stunden, muss ich sagen, halte ich persönlich gar nichts. Das hat für mich auch nichts mit einer, natürlich ist das Empfinden subjektiv, aber trotzdem hat das für mich nichts mit einer neutralen Bewertung zu tun. Das hat für mich eher so ein bisschen was mit Nasenblindheit zu tun. Klar, ich respektiere eure Bewertung und es kann ja auch durchaus sein, dass es bei dem einen oder anderen schlecht hält, aber so von 1, 2 Stunden, halte ich persönlich nichts. Und wie gesagt, selbst wenn es bei euch der Fall ist, sprüht euch das Parfum reichlich auf die Klamotten und dann kommt ihr auch auf die eine oder andere Stunde mehr an Haltbarkeit. So, zur linken City of Stars. Auch ein ganz tolles Parfum. Riecht für mich, also ist ein Release aus dem Jahre 2022, erst seit wenigen Monaten auf dem Markt. Wie riecht es? Frisch, wirklich eine frische Kopfnote, driftet dann aber in eine blumige Cremigkeit ab, bleibt aber trotzdem immer frisch, wird oft mit Eau de Soleil Blanc verglichen, sehe ich auch so. Na klar, es ist nochmal etwas anders, aber es hat zumindest diesen Touch. Es ist frisch, cremig, blumig vor allem durch die Tierjahre. Und ja, Haltbarkeit ist deutlich besser. Hält an mir 8 bis 9 Stunden, auf Klamotten sogar noch länger. Ich habe es erst vor wenigen Tagen getragen.
War den ganzen Tag unterwegs, hatte es mir morgens unter anderem auch auf die Klamotten aufgesprüht und dachte zeitweise auch, weil ich es gar nicht mehr wahrgenommen hatte, ja, dass es quasi gar nicht mehr präsent ist. Ja, ich habe da ein bisschen geschwitzt, weil ich, wie gesagt, unterwegs war. Und durch den Schweiß, durch die Reaktion mit der Haut, kam es tatsächlich eben nach 8, 9, 10 Stunden nochmal deutlich hoch. Ich habe es dann nochmal wirklich deutlich wahrgenommen. Und da sieht man eben auch, dass die Reaktion mit der Haut auch nochmal einen ganz großen Einfluss auf die Parfums hat. Und ja, es hat mich tatsächlich aber auch so ein bisschen überrascht, weil ich es, wie gesagt, gar nicht mehr wahrgenommen hatte, aber dann ganz klar nochmal dieses Parfum zum Vorschein kam. So, also das rechte Afternoon Swim ist mein Liebling, ist für mich übrigens von der Duft-DNA auch besonders. Ich lese öfter mal, ja, es ist langweilig, kennt man schon, wie auch immer. Stimmt. Man kennt aber viele ja, Duft-DNAs, ja, es ist halt alles schon auf dem Markt mehr oder weniger präsent, außer es ist mal was ganz Außergewöhnliches und dementsprechend kennt man natürlich auch Afternoon Swim. Ich muss aber sagen, dass die Orange und die Mandarine ja in Kombination mit diesem prickelnden Effekt für mich doch schon außergewöhnlich ist. Ich kenne jetzt nicht so viele Parfums, die so in diese Art von Duft-DNA haben. Klar, wie gesagt, es gibt Parfums, die nach Orange und nach Mandarine riechen, aber die Kombination mit so einem sprudeligen ja, Touch kenne ich so nicht allzu oft, deswegen ist es für mich besonders. Und wie gesagt, City of Stars kennt man natürlich auch schon mehr oder weniger von der Duftrichtung. Aber die Kombination mit dieser Blumigkeit, Cremigkeit und trotzdem noch einer gewissen Frische finde ich auch ganz wundervoll. Das soll es gewesen sein. Danke, dass du reingeschaltet hast. Kannst ja gerne mal kommentieren, wie die beiden Parfums ja an dir performen und welches Parfum du bevorzugst, welches dein Favorit ist. Bin gespannt auf deinen Kommentar und antworte gerne darauf und verweise auch mal wieder auf meinen Instagram-Kanal. Schaut gerne vorbei und schreibt mir dort auch gerne Privatnachrichten. Ist cool, mich mit euch auszutauschen und da so ein bisschen zu tickern. Deswegen schaut gerne mal bei Insta vorbei. Danke, dass du da bist, da warst und vor allem bleib gesund. Bis demnächst.